Jo Leute, was geht? Freunde, heute gibt es auf jeden Fall wieder eine weitere Reaction und zwar zu Choo Choo Charles. Wir wissen, Leute, Choo Choo Charles ist gerade im Ultra-Hype und heute gibt es jemanden, der hat Choo Choo Charles einfach gebaut. Er hat ihn einfach selbst als Minifigur gebaut. Heute schauen wir uns das Ganze auf dem Kanal von North of Border an. Ich würde sagen, wir legen los, Leute. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und let's go! The first section will be the tubey bit at the front, which I'll make by wrapping a flat sheet of clay around a cardboard tube. Then I'll do the same thing with a slightly larger metal camping. Also was er gerade macht, Leute, er nimmt gerade hier, ich glaube, das ist Knete oder so, oder Lehm oder irgendwas, ne? Macht erstmal dieses Rohr, weil wir wissen ja, Choo Choo Charles ist ein Zug und deswegen macht er das erstmal und ich glaube, für die Front nimmt er dann sowas aus Stahl, damit es so ein bisschen rostiger aussieht, ne? Coffee cup. It gets Das its ist ein own little gray Kaffeebecher. clay scarf wrapped around it, then smooshed out and rolled flat before both pieces go together to lock it in shape. Einfach leere Toilettenpapierrolle einfach. Das ist auch so eine geniale Form für einen Zug. Ich habe schon so viele Leute... Habt ihr damals als Kind, Leute, auch irgendwas aus Toilettenpapierrollen gebaut? Irgendwas? Safe, Freunde. Once they've cooled down, I can pop out the inserts and I'm left with two kinda gnarly looking clay pipes, which could probably do with a little sandpaper ASMR. Oh. Ich muss ehrlich sagen, ich mag ja ASMR, aber das hier, ich mag es nicht, wenn etwas kratzt. Und das hier ist richtig ein unangenehmes Geräusch. Once I've got some nice smooth sides, I can then add a cap on one end. Seit wann sind diese Dinger bitte zu Stein geworden? Hat er die im Ofen dann austrocknen lassen? Okay. Add some fat or trim to the ends by adding some oversized flat wormy dealies that I can cut down to the correct width before tossing it all in the oven and taking another quick ASMR break. Oh. Nein! 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 Finally, I've got my tubes finished and I can get to the spooky spider face on the front. Or, I mean, I guess it's not really a spider face at all. Instead, it's really just a jetzt macht er das Gesicht. Ja, da bin ich gespannt, wie gut er das hinbekommt. horrifying Thomas face, which I think we can all agree is only slightly worse than the non-cursed version. Oh, Now, nee, Choo Choo Alter, Charles Thomas has die about a billion Lokomotive. teeth. Absoluter Horror. Thomas die Lokomotive war wirklich, Leute, der schlimmste von allen. And the thought of trying to paint around all those teeth once they've been pressed into place makes me sad. So to save myself a whole lot of heartache, I've mixed up a batch of burgundy red fleshy mouth clay that I'll line the inside of his mouth with, thereby bypassing any need to paint the inside of his mouth. Das sieht voll gut Then I can aus. press some baking bead eyeballs into place and get to work building up the lumpy, wrinkly Toot Toot Thomas face. Das sieht richtig gut aus. Yo. Ja. Okay, also definitiv. Finally, once the front of my train is looking like if it and Voldemort had a baby with a penchant for poorly applying lipstick, I can start to stick his cornucopia of teeth in place. Now, much like the inside Oh mein Gott, das muss ja ultra aufwendig sein, diese kleinen Zähne zu machen, ne? Schaut sie euch mal an, das ist wirklich krass, das ist wirklich out of heftig. his mouth, to avoid having to paint anything, I've made the teeth by rolling teeny tiny wormy dealies of translucent clay into various sizes of teeny tiny teeth. Then I'll Alter. gusty up the lips a little bit and I can glue the little tube into place on the Aber die Zähne hat er jetzt nicht selber gemacht, ne? Das sind, oder hat er die irgendwie gemacht? Sieht doch ein bisschen aus wie Reis. Sieht doch so aus wie Reis. bigger tube before drilling a pair of strategically placed blowholes to fit Wow. my pre-baked safety valves onto. Das ist ja echt krass, Finally, to ne? mount my double tube face in place, I made a set of 4 tapered clay mounts that I can squish the whole contraption onto. Otherwise, that's the first part done, so I can get to work on the spider train's abdomen. Okay, jetzt The macht er sich, spider glaube train's ich... butt is a boxy square box Oh, der macht jetzt die rote Box. Also er hat die Front gemacht und jetzt macht er die Box. at the back, which, like most square boxes, has 4 equal sides. So I've made a single sheet of clay that I can then use to make a matching foursome. A little super glue will Alter, hold. erinnert mich so ein bisschen an so diese Lasagneblätter. Kennt ihr diese Lasagneblätter? Oh, ja, Mann. Man kann sich einfach nicht vorstellen, dass diese harten Platten irgendwann mal so leckere Lasagne werden. Hold all the pieces together, then I can fill in the bottom and give the whole thing a nice smooth sanding to remove any of the gross imperfections. Okay. Oh, er macht eine I'll make the Kurve. edge banding in the same way I made the tube details by adding an oversized flatworm of clay and cutting it to width. And then a long wormy dealie, flattened and smoothed out, will make my door frame for the box. Oh, nice. Mhm.
Finally, I can add a little bit of extra detail, like some stairs and horizontal braces before... Der macht ja alles aus dieser Knete. Er macht alles. Macht ja auch Sinn, ne? Wenn das ein Knetenprojekt ist und das ist seine Spezialität, dann macht ja Sinn, dass er das nimmt und nicht irgendwie andere Materialien wie Papier oder so, ne? Bisher alles aus Knete. Jedes einzelne Stück. Bis auf diese Zähne. Vielleicht sind die aus was anderem. Vielleicht sind die Reiskörner. Topping the entire thing off with a lovely curved roof. Otherwise, that's 2 sections down and 1 left, which means it's time to make the bottom connecty bit. Das sieht aus wie so ein This is made Dixie-Klo. out of a couple pieces of clay that I've chopped down to the correct size so that I can glue them together in a similar fashion to the boxy back part of the train. Then I'll fill in all the gaps with a bit more clay, then once it's been baked, I can sand all the sides flat. Oh. Then I can add Ich verstehe nicht. Man sieht diesen Prozess nicht, wie er das aufbackt, aber ich glaube, er macht es. Er macht es wahrscheinlich, ne? all the trim and detail. Now at this point, you may be wondering why I've made the entire thing out of clay rather than just making it out of cardboard tubes and foam. Well, beyond the obvious... Also er beantwortet jetzt die Frage, warum macht er das Ganze nur aus Knete und nicht aus anderen Materialien wie Pappe und so? Biggest reason that I prefer working with clay, the biggest reason was that with an entire body built out of gray clay, I don't have to prime anything, so I can get straight to the painting once the body is finished. Aber warte, er muss nichts primen. Ist ein Primer... Meine Freundin hat mir gesagt, was ein Primer ist. Da haftet dann das was da drüber liegt, besser. Also die Lackierung haftet besser, wenn du einen Primer aufträgst, ne? Habe ich was gelernt? Jetzt habt ihr auch in diesem Video was gelernt. Lasst mal ein Like da, falls ihr nicht wusstet, was ein Primer macht. Also jetzt mal Real Talk, wirklich. Of course, it does mean that this entire thing weighs substantially more than a cardboard and foam body would, but that's a problem for future Adam to realize when it's far too late to make any changes. Oha, Now, Elektrik though, all macht my es sogar sections rein. are finished and I've run some wiring for the front lights so I can finally glue each of the pieces in place. Now with the top Nice. tubes attached, I can finally get to adding my greeblies. I figured an old-timey train like this is going to have an awful lot of visible fasteners, so I'll make myself a big pile of them using some liquid clay and a silicone mold. Now I bought this particular mold years ago thinking it would see constant use, but this Also ich weiß immer noch nicht, was das ist. Aber es ist etwas Transparentes. Und ich glaube, er macht die Fenster daraus, ne? Das könnte is sein. probably only the second time I've actually remembered to use it. That being Was? said, it does exactly what it's supposed Oh nein, das ist eine Aufgussform für die Punkte. Aber wofür braucht er to, die? and I'm left with a whole bunch of uniformly sized little clay bolts ready to be glued in place. Alter. Hat er auf diese Methode die Zähne gemacht? Das ist sehr aufwendig. Oh mein Gott. Now with my bolts in Niemals. place, I can cap the safety valves and add the horns to the side of the box before getting to work drilling some of the holes for my legs. The bones of the legs will be made out of some armature wire which will eventually be glued in place, but for the time being I want them to be removable so that I can add the clay on top and bake them separately. For now though, I doesn't- can support the bottom of the train while I bend the legs into the position I want. It's also at this point that I realize just how heavy the clay body is. Ja, also wenn das alles aus Knete ist, das hat dann auch eine gewisse Masse. Das hat schon wirklich Gewicht. Man muss wirklich vorsichtig sein, dass das nicht auseinanderbricht. Aber er hat sehr stabil gebaut. So I ended up replacing half of the wire with significantly thicker wire in the hopes that Charles will be able to stand unsupported. Then I can take the legs out, set them aside, tape off his face, and get to work laying down the blood red base coat. Ah, jetzt wird's gemalt. Mit schön... Oh. Kann mir jemand vielleicht eine Sache beantworten? Ich weiß nicht, was so ein Lackierspray macht, aber ich weiß, dass da oben immer so eine Kappe ist. Wofür ist die? Ist da die Farbe drauf und das wird dann so zusammengesprüht? Es könnte sein, ist es die Farbe oder ist es die Sauerstoffzufuhr, damit das besser mit Druckluft gesprayt wird? And once the base coat is dried, I'll come back and paint the roof and frame black. Nice. Das sieht doch nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Then a half dozen coats of white will give Charles a sickly white complexion, and that's the base coat's finished, so I can get to work adding the finer details. I'll start with some steel streaks to give the train a bit of a well-worn look, followed by a Das ist so Liebe zum Detail, die du so mittlerweile nirgendwo mehr kriegst. Also du kriegst diese Liebe zum Detail einfach fast gar nicht mehr. darker red tinted steel on all the bolts and rivets.
Guck mal, wie, das sieht richtig metallisch aus. Du denkst, das ist Metall. Aber es ist alles Knete. Back to the face, I'll give Charles's eyes a great white gradient, then I can start to slap on the various bloody streaks using a thick blood red wash. I'll make sure to paint as much of the mouth as is easily accessible and add lots of drippy bits and splatters all over his unsettlingly white horror clown train face. Oh mein Gott, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Alter, das gibt's nicht. Mir ist jetzt Folgendes aufgefallen. Ich habe ihn ja gefragt, wir wissen ja, dass Charles aus diesen Eiern schlüpft, ja? Charles ist aus diesen komischen Eiern, ja, die man auch sammeln muss. Und ich habe mich gefragt, hä, das ist ein Zug. Wie kann das bitte schon Eier haben? Jetzt ist mir aufgefallen, das ist doch eine Spinne, die in einen Zug gekrabbelt ist und ihn als Panzer nutzt, um stärker zu werden. Jetzt habe ich das verstanden. And once the face is looking, well, like it looks now, I'll tickle the roots of all the teeth with a thin sepia wash so they have a bit of a fresh, coffee-stained look. Now before I add the final layer of grime and grease, I'll give the entire surface a coat of high-gloss varnish. This will help it look a little more metallic, as well as give the subsequent brown wash a smoother surface to, well, not adhere to. Basically, I want this wash to be streaky and runny, and the smooth varnished surface means it's less likely to pool on the flat surfaces and should leave me with a pretty gnarly finish. Das sieht schon richtig, Finally, with the painting finished, I can snip the excess wire off the front, stick a little LED in place, then fill in the remainder of the void with hot glue. Once it cures, it'll be slightly opaque and works. War der Heißkleber? Ach so, oh. Oh, also er nimmt die Lichter, er steckt diese Glühbirne irgendwo rein und er nutzt als transparentes Ding diesen Heißkleber. Der ist schon schlau. Wonders as an old dirty lamp. Which means the only thing left to do is make my legs. Also ich meine, klar, es ist ein bisschen unpräzise, wenn man sieht, dass das Gesicht vielleicht klein bisschen hier nach, so wie sagen man, so ein klein bisschen weiter links ist. Aber das ist ja auch das Geile an diesem Projekt, so, ne? Der Charles ist halt nicht so ganz symmetrisch, der ist halt wirklich top. Und man merkt so wirklich, dass diese Liebe zum Detail ist auf jeder einzelnen Schraube, die draufgesetzt ist. Guckt euch das mal an, das ist kein Metall, das ist alles Knete, das ist alles, oder Heißkleber gewesen. Krass. Which means the only thing left to do is make my legs. Und jetzt kommen die Beine. Legs, I'll take those preformed aluminium robo spider legs and wrap them in a great big wormy dealy. Then I can add some bigger blobs on in between the bends to make my spider knuckles, adding some fancy little cuts in the middle before running my ball styluses along the surface to add some spooky spider leg texture. Boah. Oh, yo, das ist eine gute Methode, wie man tatsächlich Flächen, die rund sind, flach kriegt. Rund auf rund ergibt, wie nennt man das? Konkav oder kursiv? Kursiv. Konkav oder konvers oder so. Dass man, wisst ihr, was ich meine? Also ihr habt so einen Ball, der ist so und wenn der Ball so ist, dann wollt ihr da reindrücken, dann ist es so, weißt du, dann sieht man, da hat man so eine Kante. To make the joint between the train and the leg, I'll wrap a bit of plastic wrap over the train before pressing the leg into the leg hole. The plastic wrap will let me press the clay into the train to make a form-fitting surface, but it'll also allow me to remove it without making it stick to the paint. Then I can bake my leg in the oven, repeat this process 7 more times, then get to sticking a full set of spider legs in place. Sehr, sehr schlau mit dem Plastik auch. Danach hat er das in den Ofen gepackt, gebacken, getrocknet Finally, und dann... I'll give the legs a quick once-over with a thick black ink to add a bit of shading, and I'll tickle the tips with a dark red dry brush to add some highlight. Heftig. Last but not least, as a final touch, I made a little set of train wheels that I'll glue to the underside, and with them in place, we're all finished here and on to the glamour shots. Die sehen so richtig schön aus. Richtig shiny. Leute, jetzt seid ihr ready für die Glamour Shots? Lasst mal ein Abo da, Freunde, falls ihr auf jeden Fall auch mehr zu Choo Charles haben wollt. Auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob diese Musik copyrighted ist, aber weiß ich nicht. Also, boah, yo. Das ist heftig, Leute. Oh mein Gott. Die Beine sehen wirklich authentisch aus. Auch der Mund und so. Junge, da kriegst du richtig Angst. My wonderful patrons and a very special shout out to my newest patrons, Jeff King Jr., Casey Johnson, Jared. Also, ich kann nur sagen, es ist einfach heftig. Guckt euch das mal an, auch hier der Shot.
Wirklich krass. Oh, Leute, diesen Typen muss man auf jeden Fall supporten. Also ich gebe ihm auf jeden Fall ein Like. Leute, checkt unbedingt North of the Border aus. Ganz, ganz nices Projekt. Wirklich auch der... Juju Charles ist tatsächlich eine sehr aufwendige Figur. Also vergleicht mal mit Huggy Wuggy. Huggy Wuggy ist so wenig Aufwand, ne? Weil das so viel blau ist und so. Aber Juju Charles ist so komplex, der hat alle möglichen kleinsten Elemente und der hat das wirklich fantastisch gemacht. Also Leute, an der Stelle würde ich sagen, ich hoffe, das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao!